zu einem neuen Bootstrap-Turnierkampf. Ich mache mich hier gleich bereit, dann erzähle ich euch gleich wieder, um wen es hier geht. So, und zwar kämpfen heute, wir machen natürlich hier das schnieke Overlay wieder an, so rum. Und zwar kämpfen hier auf der rechten Seite, ich denke, so passt es, genau. Der gute Nussknacker, der hier wieder Kalif Bin Laden heißt, und auf der anderen Seite der Kreuzritter ist Heyapi. Heyapi habt ihr gegen den Tobi schon mal gesehen und den Nussknacker schon mal gegen den Kaiser Bismarck, glaube ich. Ja, doch, müsste denke ich sein. Wenn nicht, dann könnt ihr es ja in dem Videoverlauf nachschauen. Ja, heute mal wieder ein kleines Bootstrap-Turnier-Video oder ein Turnierkampf zwischen den beiden. Ist, denke ich, auch der letzte Turnierkampf, denn die Runde 4 ist ja hier schon angebrochen oder vor Runde 4. Und jetzt morgen, den 19.07., der Mittwoch quasi, beginnt dann die K.O.-Runden, beziehungsweise ab da können dann die K.O.-Runden beginnen, sage ich es jetzt einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die beginnen, aber das ist quasi jetzt das letzte Spiel von der Vorrunde, ja. Genau, ja. Dann gehen wir hier einfach mal drauf ein. Also wir sehen hier den Nussknacker mit 6 Holzfällern hier auf jeden Fall. 2 Sklaven. Natürlich auch schon ein paar Slinger, den Söldnerposten hier vorne. Dann das Vorratslager hier weit nach vorne gesetzt. Eigentlich schön in der Mitte quasi von dem Steinbruch der Eisenmine. Hier kann man vielleicht dann auch später auf Getreide gehen, damit die hier geringe Laufwege haben. 2, 4, 5 Jäger, 3 Häuser und genau, ach, hier unten sind noch 2 Apfelgärten. So, und dann gucken wir mal hier hin. Hier kommen auch schon ein paar Slinger vor. Da hat er, also Heyapi ist es natürlich wieder. Ich hoffe, ich habe das am Anfang gesagt. 3 Holzfäller. Hier oben stehen nochmal 5, also insgesamt 8. Dann auch wie beim Nussknacker hier eine Apfelfarm. Jetzt kam ja auch schon die erste Waffenproduktion dazu. Das ist ein Pfeilmacher. Dann daneben klar die Waffenkammer. Das Vorratslager, etwas kleineres Vorratslager. Hat nur ein 3er Vorratslager. Ich hoffe, das passt hier so mit dem Overlay. Also rechts ist Heyapi, links ist Nussknacker. Und genau, ja, 4 Jäger, die, ja, weiß ich nicht, ob die so cool oder so gut platziert sind. Sie können natürlich hier die ganzen Rehe wegjagen, aber wenn die dann hier rüberlaufen oder ja hierhin, laufen die schon sehr weit. Ich glaube einfach, das ist hier für den Anfang so gedacht, dass sie da einfach das ist ein Grafikbug? Keine Ahnung. Dass sie da einfach schnell ihre Nahrung abliefern können und der Heyapi hier schnell mit Steuern hantieren kann. Er beginnt jetzt auch hier schon den Burggraben auszuheben, kann man ja machen. Hier oben stehen neutrale Truppen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, coole Sache auf jeden Fall. Hier kommen auf jeden Fall auch schon die ersten Waffenproduktionen am Start, aber noch keine Waffenkammer sehe ich hier. Auf jeden Fall auch hier schon die Käserei für Lederharnische. Jetzt kommen hier 2 Waffenkammern, eine Eisenmine auf jeden Fall schon am Start. Beide haben, glaube ich, schon den Steinbruch, genau. Hier ist jetzt auch eine Eisenmine. Ja, Nussknacker hier einfach schon mit ein wenig mehr Waffen-Eco am Start. Hebt jetzt aber auch den Burggraben hier unten aus, damit er ja quasi so eine Engstelle hat zum Verteidigen. Und jetzt schickt er hier ein paar Slinger raus. Mal gucken, wo die hinrennen. Ich schätze mal gegen den Heyapi. Oder die sammeln sich erstmal hier. Vielleicht hat er es jetzt geblickt, dass er hier auf Wachtürme geht. Natürlich dann auch mit Highground, die Schützen, die dann oben stehen, ne, ist klar. Und
ja, er kommt hier aber immer weiter vor. Es könnte auch sein, dass er hier auf die Holzfäller geht. So, kurz mal das Spiel, die Soundeinstellungen ein bisschen runtergedreht. Und mal wieder die Sounds von den allgemeinen SFX Sounds halt quasi wieder angemacht. Die hatte ich halt ausgemacht, damit man hier dieses Abreißen des Steinbruchs, des Keeps halt nicht hört. Genau. So, und hier sind auf jeden Fall die Slinger am Start, lassen sich aber ein wenig von den Bogenschützen abschießen. Mal gucken. Einer überlebt. Okay, der kann natürlich hier die ganzen Slinger bearbeiten, die ganzen Bauern bearbeiten. Die Holzfäller und auch die Jäger, die hier zu dem Wild hintergehen wollen. Aber ja, so ist es nun mal. Hier auf jeden Fall Heyapi, Nussknacker hier mit den zwei etwas offensiveren Steinbrüchen, die natürlich sehr schnell weggeradet werden können. Vor allem der hier. Wenn der hier einmal abliefern kann, dann ja, ist es natürlich nicht schlecht. Herr Specht. Der hier oben steht schon etwas sicherer, vor allem weil hier auch ein wenig Verteidigung mit aufgestellt wurde mit den Slingern hier, also gegen Assassinen, so heißen die natürlich, können hier auf jeden Fall, denke ich, mehr reinrasseln in die ganze Wirtschaft. Und jetzt kommt hier die altbekannte oder die sehr gute, ich würde nicht sagen altbekannte, aber sehr gute Strategie mit Armbrustschützen und arabischen Schwertkämpfern. Denn Armbrustschützen teilen richtig gut aus als Fernkampftruppen. Und für arabische Schwertkämpfer braucht man ja nur Gold, damit auch keine Waffen-Eco. Kann man sich also quasi das Gold, die Materialien, wie man es jetzt auch hier sieht, Nussknacker verkauft hier relativ viel Stein, hat jetzt ja 120. Kann man sehr gut da die arabischen Schwertkämpfer rauspumpen. Und, ach so, die gehen jetzt hier auf die neutralen Truppen. Ich finde es aber cool, das ist, glaube ich, die einzige Map, die mir jetzt so einfällt, die neutrale Truppen hat. Sehr cool auf jeden Fall, dass man da das bedacht hat. So, und jetzt gehe ich hier nochmal ganz kurz auf die Wirtschaft ein von den beiden. Also, ich lasse das jetzt hier mal ein bisschen rausgezoomt, damit ihr da auch ein bisschen mehr seht. Die Holzfäller sind hier auf jeden Fall in dem vorderen Teil mehr geworden. Dann ist ja auch schon die erste Brauerei am Start und die erste Schenke. Die bringt aber natürlich noch nicht so viel, weil noch kein Bier fertiggestellt ist, genau. Also da kann man ja auch so ein bisschen timen, wann das erste Bier hier reinkommt und dann die Schenke bauen. Ich vergesse es immer. Aber ja, genau. Dann 2 Hopfenfarmen und weiterhin nur ein Steinbruch. Ja, nur ein Steinbruch. Und hier, man sieht's, ein Katapult, der ja drauf bolzt. Und der macht natürlich ordentlich Schaden gegen diese Wachtürme da. Wenn er den mal treffen würde. Ja gut. Jetzt hat er seine Chance vertan. Jetzt wird es auch abgerissen. Man kriegt auch Stein wieder. Also noch gerade so rechtzeitig. Aber das Zielwasser von dem Katapult war ja mal wieder einsame Spitze, muss ich sagen. Ja, hier Nussknacker auf jeden Fall ein bisschen wirtschaftlich stärker da. Vor allem hier mit den Steinbrüchen hat er jetzt auch den Steinbruch sich geholt quasi. Und ja, 3 Steinbrüche hier offensiv. Dann die eine Eisenmine, hier noch eine Eisenmine, eine Käserei, eine Hopfenfarm, reicht denke ich auch. Hier sind auch schon die ersten Brauereien am Start und die erste Schenke. Und ja, Waffen und Eco steht natürlich bei ihm ein wenig besser im Saft. Obwohl der Heyapi jetzt langsam hier aufrüstet quasi mit der Waffen-Eco. Aber er geht, man sieht's, hier auf Kolbis und europäische
Speerkämpfer. Wir bekommen jetzt auch noch ein paar Horse Archer mit dazu. Okay, kann man vielleicht zum Raiden mit benutzen. Und jetzt kommt der erste Angriff. So ein bisschen. Vom Nussknacker vor. Ja, gegen die Schilde weiß ich nicht. Also gegen die Schilde ist es natürlich ein bisschen unfair. Jetzt schickt er hier seine arabischen Schwertkämpfer zum Schutz vor quasi. Oha, aber Heyapi macht es echt gut. Heyapi macht es sehr gut. Hat aber zu wenige Speerkämpfer. Hätte er einfach mehr Speerkämpfer, dann hätte er das wahrscheinlich hier gewinnen können und die Armbrustschützen wegpieksen können. So hat er natürlich nicht alle wegbekommen. Hier die slingern natürlich rein. Aber sie machen natürlich, ja, kaum Schaden gegen die Schilde. Jetzt kommen hier noch ein paar Kolbis und ein paar Schwertträger. Mal gucken, ob das Nussknacker hier sieht. Ja, er sieht's. Schickt also seine arabischen Schwertkämpfer. Ja, Kolbis sind natürlich stark. Wegen ihrer Geschwindigkeit. Eieiei. Denn der eine Katapult hat ganz knapp überlebt. Das eine Schild hat auch schon rotes Leben. Ja, und da kann man mal sehen, wie gut so ein kleiner Push auch schon ausgehen kann, wenn man einfach das gut timet mit den Schilden und das gewisse Micromanagement hat. Dann kann man das ganz gut hier handeln damit. Und ja, Armbrustschützen sind natürlich extrem stark. Also sie machen ja die leichten Truppen vor allem mit One-Hit weg. Und die Kolbis haben ja auch nicht sehr lange Daseinsberechtigung. Gucken hier mal ganz kurz noch die Wirtschaft an. Ja, 3 Schenken, kann jetzt also ordentlich Steuern nehmen. Man sieht es, denke ich, auch, ja, hier in der Übersicht. Ich sehe zwar das Overlay, aber ich sehe die ganzen Zahlen nicht, weil es für mich zu klein ist. Ja, und jetzt greift er hier natürlich mit dem einen Katapult die ganze Waffen-Eco an. Da ist jetzt ein Bauer reingelaufen und Heyapi ist natürlich hier extrem unter Druck. Da sieht man einfach mal, was die Taktik mit arabischen Schwertkämpfern und Armbrustschützen machen kann. Die Armbrustschützen als Fernkampfpower und die arabischen Schwertkämpfer als Nahkampfschutz quasi. Und dann kann man halt hier die ganze Burg lahmlegen. Also, ja, ich glaube, das sieht hier nicht gut aus für den Heyapi. Nussknacker einfach deutlich schneller mit der Taktik gewesen und mit seinem Angriff. Allgemein auch mit seiner Burg. Hier, man sieht's, ne? Die ganzen Truppen, die jetzt vorkommen. Da kommen jetzt arabische Schwertkämpfer und Armbrustschützen en masse vor. Zumindest en masse für die nicht vorhandenen Truppen von Heyapi. Ich weiß gar nicht, wo er noch 10 Einheiten hat. Aber hier oben stehen auf jeden Fall 6. Hier steht noch einer, der fast tot ist. Und ja, na, das ist natürlich sehr gut gewesen vom Nussknacker. Ach, hier hinten. Jetzt habe ich sie gesehen. Ja, na, deutlich einfach einen besseren wirtschaftlichen Druck, einfach den man hier aufbauen kann mit der Taktik. Man sieht es auch hier, also man muss relativ fix sein mit seinen Steinbrüchen und hier auch relativ schnell expandieren. Sonst ja, wird man einfach von der wirtschaftlichen Leistung des Gegners dann quasi überrumpelt. Und ja, der Nussknacker kann jetzt hier einfach ganz seelenentspannend so rum nach vorne vorrücken. Jetzt schießt hier auch das Katapult rein auf den Kornspeicher. Der ist gerade flöten gegangen. Wahrscheinlich jetzt auch gleich auf die Waffenkammer hier. Und somit ist der Heyapi wirtschaftlich am Ende. Und ich denke, das gibt hier einen Nussknacker nicht nochmal aus der Hand. Ja, na, man kann hier ja mit Steuerung und dann den Nummerntasten die einzelnen Einheiten gruppieren und dann nach und nach vorrücken lassen. Und jetzt kann er, denke ich, schon die arabischen Schwertkämpfer vorschicken. Und
dem Heihapi hier ins Grab schicken, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder seine Wüste, ja, seine Knochen in der Wüste verteilen, wie es Richard sagen würde, so teilgemäß. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht von Heihapi, vor allem mit dem Push hier. Also hätte er einfach mehr Sperrkämpfer gehabt, hätte er den Push vom Nussknacker noch abwehren können. Aber ja, na, Sperrkämpfer sind ja One-Hit gegen arabische Armbrustschützen, meine ich. Und dadurch hat er dann auch verloren. Ja, Nussknacker hier einfach deutlich besser am Start. Weiß ich jetzt nicht, ob er noch mehr Erfahrung hat. Haben hier eigentlich gleich viele Spiele gespielt. In der Vorrunde 131 Truppen zu 64. Ja, man sieht's, ne? Also Nussknacker hier deutlich, deutlich besser am Laufen gewesen mit der ganzen Wirtschaft. Man sieht hier auch, die ganze Produktion von den ganzen Wirtschaftsgütern ist auf jeden Fall sehr viel höher gewesen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die zweite Runde beginnt. Und das wird wahrscheinlich hier auf der 6. Map von Stadt hingehen. So, und dann sind wir hier auch auf der zweiten Map, der Nummer 6 quasi. Man sieht hier, die Map wurde von Nussknacker ausgewählt. Und dann denke ich, ja, er zählt runter. Es geht also gleich los. Somit denke ich, ist es jetzt hier der entscheidende Punkt quasi. Ich mache hier wieder das Overlay an. Und das ist... Ist es richtig? Nee, ist es nicht. Natürlich nicht. Warum sollte es auch richtig sein? Also, hier links ist quasi der Nussknacker und hier rechts der Heihapi. Ist, denke ich, die Home Map. Ich weiß es aber noch nicht. Ich habe ihn nicht vorher gefragt. Vom Nussknacker. Er hat sich die Map auf jeden Fall ausgesucht. Und der Heihapi konnte sich hier die Position des Keeps aussuchen, obwohl das eigentlich keinen Unterschied macht, ob man jetzt auf der Seite spielt oder auf der Seite, denn die Karten sind zu 100% gespiegelt. So, und hier geht es auch schon ordentlich los mit ganz vielen Sachen. Gehen ja erstmal auf den Heihapi ein. Hier auf jeden Fall 2, 4, 6, 8, 9 Holzfäller, sehe ich jetzt auf den ersten Blick. Genau, mit 2, 3 und 3 sind 6 und nochmal 3 ergeben 9. Also 9 Jägern und 3 Apfelgärten. Man kann die Positionen hier hinten auch, man sieht die Umrandung, auch für Käsereien benutzen. Und hier drüben die und ich glaube, hier ist noch irgendwo eine für Weizen- und Hopfenfarmen. Aber ja, ne? Man braucht auf jeden Fall am Anfang sehr viel Holz. Also gar nicht mal so eine schlechte Idee, auf so viele Holzfäller zu gehen. Klar, man braucht dann auch die Bevölkerung, um die ganzen Gebäude hier zu besetzen. Aber ich denke, das kriegt man noch gerade so hin. Auf jeden Fall hier, mal wieder der Söldnerposten und hier schon 2 Sklaven unterwegs. Der eine rennt unten rum, der andere rennt oben rum. Lord wird vorgesetzt. Slinger und Vorratslager ist auch umgesetzt worden. So, dann ab zum Nussknacker. Der hat auf jeden Fall ein bisschen weniger Holzfäller, I guess. Nämlich nur 3 und 7, also 4, ne? Das ergibt ja 7. Dann 2, 4, 6 Jäger, 3 Apfelgärten, eine Weizenfarm, einen Hopfenfarm. Der eine Sklave hat hier den Steinbruch angezündet. Mensch, reden ist mal wieder schwierig heute. Und dann hier nochmal eine Apfelfarm. Hat auf jeden Fall hier schon 2 Steinbrüche. Wenn der hier jetzt nicht abfackelt, aber ja, man sieht hier, Feuer macht in dem Modus relativ wenig Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, auf so einen großen Wasserdruck zu gehen. Denn der große Wasserdruck, ich kann ja mal fix gucken, wenn ich das denn finde, kostet 60 Gold. Und der kleine Brunnen, also wo nur ein Arbeiter arbeitet, kostet 3 Stein.
Gut, mit die 3 Steine hätte man vielleicht auch günstiger kaufen können, obwohl, nee, glaube ich nicht. Ja, ist, glaube ich, egal, was man da baut. Denn einmal 5 Stein kostet auch 60 Gold und damit hat man eigentlich, ja, na, plus minus null. Es sei denn, man hat ja schon einen funktionierenden Steinbruch, der mal eine Lieferung Stein abgeben kann, dann ist es natürlich anders. Ja, genau, hier auf jeden Fall schon mit den Eisenminen am Start. Hier oben noch eine Eisenmine, hier oben, wie gesagt, einmal den Steinbruch mit ein bisschen Verteidigung davor. Dann kommt hier ein Belagerungsturm, wahrscheinlich hier für diese Mauer. Ja, ist, glaube ich, ja, ne, vorteilhaft bzw. einleuchtend. Und beim Nussknacker hat man schon die ersten Waffenproduktionen gesehen. Beim Heyapi kommen jetzt auch die ersten, hat jetzt hier oben auch eine Hopfenfarm, die Eisenmine, 2 Steinbrüche, einen Haufen Slinger hier vorne. Ansonsten, ja, Slinger hier oben beim Kornspeicher gegen die Assassinen höchstwahrscheinlich. Dann hier nochmal ein paar Eisenminen am Start und hat aber nicht den... Hat er denn die Sache hier schon? Nee. Da sieht man es auch nochmal. Er hat hier zum Beispiel, man kann das auch mit dem Lord machen. Diesen Wall hier einreißen und dann kann man hier oben nämlich wunderbar schöne Eisenminen platzieren. Man kann es natürlich auch wie Nussknacker hier mit einem Belagerungsturm lösen. Der kostet aber natürlich, wie alles in dem Spiel oder wie fast alles in dem Spiel, Gold. Ne? Wie im echten Leben, da kostet auch alles Geld. Ja, genau. Hier also der Wassertrog. Gut, man hat dann 3 Brunnenarbeiter. Na? Ich weiß jetzt nicht, ob das trotzdem so geil ist, weil wenn das jetzt an mehreren Stellen brennt, so, das T mit sagen, mein Guter, dann rennen die höchstwahrscheinlich zu einem und denselben Gebäude. Und dann löscht der erste das Gebäude und die anderen rennen dann zu den nächsten. Und wenn man da jetzt verschiedene solcher kleinen Brunnen hinstellt, also ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Spiel, in dem Modus quasi genauso ist, dann rennen die halt verschieden hin, quasi, sag ich jetzt einfach mal. Ja, hier auch schon die erste Rüstungsschmiede oder Rüstungsbauer, wenn man es mal so nennen will. Und ja, ansonsten sehe ich hier aber noch keine Mühle. Jetzt kommt sie, also wie aus der Pistole geschossen, kommt die Mühle und dadurch jetzt auch bald die ersten Bäckereien, ersten Brauereien stehen auch schon. Und es kommen hier auch Schmieden an den Start. Hier sind Bogenschützen, die die Löwen wegschießen und man sieht hier den Unterschied zum Heyapi. Ich glaube, Nussknacker ist einfach der offensivere Mensch, greift eher an, bildet eher so starke Truppen aus und Heyapi ist mehr so auf die Defensive, glaube ich, getrimmt. Na, hier mit den Turm. Dann kommt zwar jetzt auch die ersten Brauereien, die hätte man aber vielleicht auch hier hinten bauen können, damit die ein wenig geschützter sind und falls dann hier wieder so ein ekelhafter Katapult vorkommt, dass man da die nicht gleich verliert. Ansonsten, ja, hat sich hier, denke ich, noch nicht so viel getan. Auf jeden Fall weniger Eisenminen am Start, denke ich. Ja, na, also man sieht es hier oben. 3, 4 und wahrscheinlich hier vorne noch eine. Da kann man halt ordentlich Eisenminen platzieren und sich das ganze Eisen krallen, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man hier auf Rüstungsschmiede und Schwertschmiede gehen möchte. Genau. Ja, Lord hier auch. Außerhalb vom Keep muss man darauf achten, dass er nicht einfach von einer Horde Assassinen überrascht wird und dann einfach weggeschlitzt wird. Jetzt überlege ich gerade, wo der Turm hingeht. Ach, hier an den Wall. Alles klar, da ist auch nochmal Wall, den sieht man ja von gar nicht. Naja, gut. Aber dann spart man sich natürlich hier den ewig langen Weg und kann sich hier nochmal die harten Ressourcen krallen. Ja, also man sieht, dass hier Nussknacker auf jeden Fall auf der Map schon ganz gute Erfahrungen gesammelt hat, was
so Ressourcenstandorte angeht. Aber er hat immer noch keine Mühlen, oder? Aber einen Stall. Und Stall, einen ummauerten Stall sogar. Und das bedeutet, Ritter kommen bald. Höchstwahrscheinlich. Ja, Heyapi hier immer noch auf der leichten Eco, Waffen-Eco. Jetzt kommen hier Armbrustschützen, wahrscheinlich weil er gesehen hat, dass Nussknacker hier einen Stall hat. Und ja, die Armbrustschützen machen natürlich mehr Schaden gegen die Ritter als normale Bogenschützen. Aber ich denke, er braucht hier entweder Speerkämpfer oder Pikiniere. Denn die haben ja nochmal einen Angriffsbonus gegen die Kavallerie, sage ich jetzt einfach mal. War ja auch, ja, ist ja auch im Real Life so, dass so Stangenwaffen, Heinze, die Leute von den Pferden sehr gut runterstoßen können. Ja, auf jeden Fall hier mit arabischen Armbrustschützen. Also entweder verwechsel ich hier arabische Bogenschützen mit berittenen Bogenschützen oder arabische Bogenschützen mit Armbrustschützen. Das ist schon echt verwirrend. Mensch, das ist auch alles irgendwas mit Schützen im Namen hat. Jetzt kommen wir die ersten Ritter. Und die machen natürlich ordentlich Heckmeck. Ich hoffe, er hat seinen Lord auf den Keep gestellt. Jo, hat er. Speichern. Übrigens, das Autospeichern ist deswegen, weil beim Nussknacker schon mal 2 Spiele abgestürzt sind und er bei dem Rematch quasi dann verloren hat. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen das Autospeichern jetzt drinnen. Ja, Ritter gehen hier auf die Eco drauf. Wahrscheinlich hier dann hoch auf den Berg, um dieses ganze Zeug hier wegzumachen. Ein Ritter genügt natürlich, um die Bogenschützen wegzuschlitzen. Und ja, hier die berittenen Bogenschützen reiten hier einmal an den Bogenschützen vom Nussknacker vorbei. Um wahrscheinlich dann weiter vorzudringen. Aber jetzt kommen hier 2 Ritter, die natürlich sehr gut die Berittenen wegschlitzen können. Beziehungsweise er schickt sie nicht zurück. Okay, gut. Und ja, man sieht hier, ne? Also Ritter sind natürlich sehr böse. Jetzt geht hier die Schenke flöten. Schenke ist auch teuer mit ordentlich Stein, nämlich 20 Stein und 20 Holz. Hier ist eine Waffenkammer flöten gegangen, also keine Waffen mehr. Der eine Ritter stirbt jetzt vielleicht gleich, wegen den Armbrustschützen. Geht hier auch noch die Unterkünfte, also die Steinunterkünfte, flöten. Dann ist hier der Kronspeicher tot. Die Schenke ist ja schon tot, genau. Hier oben, fast der ganze Berg ist weg. Da fehlt eigentlich nur noch die 2 Eisenminen. Also Ritter sind natürlich ein starkes Fass. Da muss man schon echt gut dagegen halten. Beziehungsweise ist es auch eigentlich relativ einfach. Ja? Aber wenn man halt so unter Druck ist und ja, mehrere Sachen bedenken muss, vielleicht auch gerade aufbaut und so weiter, dann ist es alles nicht so einfach. Deswegen, ja, na, ist es natürlich klar. Oh, guckt mal euch das an. Oha. Und, eieiei. Und das meinte ich. Der Heyapi hat hier einfach Assassinen durchgebracht. Und, ja, will jetzt hier den Lord wegschlitzen. Eieiei. Oha, aber Schwertkämpfer sind hier am Start. Er muss seine Ritter, glaube ich, noch mit dazu nehmen. Sonst wird er hier das Zeitliche segnen, wie die Schlange es sagen würde. Aber jetzt kommen die Ritter. Eieiei, und das meine ich, das ist wirklich die Gefahr, wenn man den Lord so unbewacht dastehen lässt, dann ist es sehr schnell zu Ende. Denn ja, den Push von Assassinen, wenn er den nicht rechtzeitig gesehen hätte, dann wäre er jetzt tot gewesen. Dadurch bin ich auch schon mal gestorben. Nicht wegen Assassinen, sondern gegen Ritter. Weil die Ritter können ja überall hin und da kann man die Ritter einfach auf den Lord drauf schicken. Und ja, der ist dann ganz schnell weg. Vor allem, wenn es zu viele sind.
Ja, Heyapi, das war ein echt sehr guter Push oder sehr guter Versuch, muss ich echt sagen. Na, jetzt schickt er, glaube ich, seinen Lord hier zu dem Heiler, damit er den hochheilt und seine Ritter hochheilen kann. Also auch nicht gerade schlecht der Gedanke hier, seine Truppen halt nicht zu wasten und hier irgendwo reinzuschicken und einen Tod zu schicken, denn Ritter sind auch teuer, sondern ja wieder hochzuheilen und vor allem seinen Lord hochzuheilen. Das ist natürlich ja schon sehr Gold wert, wenn der hier wieder volles Leben hat, beziehungsweise nicht rotes Leben hat, weil dann braucht man den, glaube ich, nur einmal anhusten und dann ist der futsch. Na, diesmal auch Nussknacker hier mit einer anderen Taktik, nämlich mit europäischen Schwertkämpfern. Und ja, Heyapi, der hat natürlich ordentlich Holz am Start, könnte so viel bauen. Aber ja, ihm fehlen natürlich die anderen Ressourcen, Stein und Eisen und so weiter. Hat ja fast alles verloren. Alles Wichtige verloren, zumindest bei dem Raid-Angriff. Oder bei dem, ja, Raid-Angriff, kann man das so nennen? Von Nussknacker. Und ja, hier die ganzen Ritter sind natürlich wieder fast alle full life. Und hier, er baut schon den dritten Stall ein, damit er die einfach nicht verliert. Die Ställe sind ja mit am teuersten in dem Spiel. 400 Gold, 40 Stein und 40 Holz. Gut, dadurch kann man natürlich auch eine extrem starke Einheit ausbilden, ist klar. Aber trotzdem, ja. Und man sieht es, denke ich, wieder, dass hier wirtschaftlich Nussknacker dem Heyapi einfach davon marschiert, einfach weil er hier einfach mehr harte Ressourcen hat und er kann hier einfach so gut wirtschaften. Das Stein, was er ja gar nicht in eine Burg ausgibt und gar nicht in Türme, die kann er halt einfach verkaufen und dann einfach hier die Angriffstruppen rauspumpen. Das ist halt einfach insane, ist das. Einfach richtig gut. Ah ja, und er hat hier gar nicht die Ressourcen hier genommen. Er hat halt die einfach für die Bogenschützen genommen. Und ja, ich weiß gar nicht, was Heyapi jetzt noch macht. Vielleicht hat er auch aufgegeben, man weiß es nicht. Aber weil er baut hier einfach nichts mehr. Man sieht es, denke ich, auch warum. Aber ja, ne? Und der Nussknacker, der baut hier immer weiter. Jetzt schon die zweite Schenke. Ich weiß gar nicht, wie teuer die Schenken sind. 30 Gold und 30 Holz und 100 Gold natürlich. Und ja, auf jeden Fall wieder wunderbar gespielt hier, der Nussknacker. Auch nicht schlecht von Heyapi. Es hat wirklich nicht viel gefehlt. Bei dem Push mit den Assassinen, das war schon arg gefährlich und hätte Nussknacker da vielleicht ein bisschen später reagiert mit mit dem Wegschicken des Lords zum Beispiel, dann wäre da wahrscheinlich der Lord gefallen und Nussknacker wäre besiegt. Aber ja, jetzt lässt er vielleicht auch ein paar Schwertkämpfer da, genau, die gehen jetzt hier auf den Keep, einfach um den Lord zu verteidigen. Und ja, die ganze Panzerstaffel hier ist natürlich am Start. Die gehen jetzt wahrscheinlich erst hier auf den Turm, um den Turm hier zu clearen. Oder ist sogar ein Feuerwerfer am Start. Und hier sind Assassinen. Oha, also nochmal ein neuer Push-Versuch vom Heyapi. Und die schlitzen jetzt hier die ganzen Fernkämpfer weg. Da kann er natürlich nichts machen. Die Schwertkämpfer sind natürlich OP as fuck. Und ja, das war's dann wahrscheinlich mit dem Heyapi und seinem Lord. Denn die ganzen europäischen Schwertkämpfer, ich muss es glaube ich nicht nochmal sagen, aber die hauen natürlich ordentlich rein. Ich weiß gar nicht, hier waren noch Assassinen am Start, ob die überhaupt durchkommen, ob die überhaupt noch den Lord quasi erreichen, bevor Heyapi hier selber stirbt.
Ich dachte gerade, er schickt ihn runter, aber dann wäre er genau in die Ritter reingerannt. Hier oben ist natürlich ein Feuerwerfer, aber gut. So viele Schwertkämpfer machen da nichts mehr. Ich schaue bloß nochmal ganz kurz rüber. Ne, die Assassinen sind nicht am Start. Und somit fällt Heyapi vor dem Nussknacker auf die Knie und ergibt sich. Oder was heißt ergibt sich? Er wird halt, na, niedergestreckt. So, wir schreiben hier GG oder auch nicht. Machen es hier. Jetzt habe ich natürlich die Übersicht ein bisschen sehr schnell weggeklickt. Das tut mir leid, aber man hat es, denke ich, gesehen, wer hier einfach die Nase vorn hatte. Und ja, das war halt einfach ein Nussknacker. Dies deshalb 2:0 für ihn. Es hat mir trotzdem Spaß zuzugucken. Und Heyapi hatte auch seine guten Momente, aber Nussknacker, ja, na, der ist halt auch einfach ein Spieler vor den Herren, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich denke auch, Heyapi ist auch noch ein Anfänger in dem Modus Bootstrap. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr auch so ultra gerne meine anderen Videos geschaut habt von Bootstrap. Und dann würde ich sagen, bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.